Jessica, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen etwas abgerissenen Rand malen könnt, so dass das auch den Anschein hat, dass der Rand zerrissen ist und das Bild darunter hervorkommt. Ich habe einige Inspirationen aus Pinterest genommen und werde euch gleich mehr dazu erzählen. Hier habe ich einmal die Beispiele, die ich benutzt habe. Es sind Tattoos. Ich konnte schwer anderes finden, aber das hier habe ich eigentlich zum größten Teil als Vorbild genommen. Hier mit den Rissen und wie uneben das ist. Das war zum größten Teil meine Zeichenvorlage. Und dann zeige ich euch nochmal meine Pergament-Zeichenvorlage, auch aus Pinterest. Und die sah so aus. Und ja, ich fand es von den Farben her sehr, sehr schön und habe mich hier auch an den Schatten und an den Überlappungen orientiert und mich inspirieren lassen. Und im Endeffekt ist eben dieses Bild dabei rausgekommen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was zuerst kommt, ob dieses Tutorial zu dem Rand hier oder zu dem Hintergrund. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ihr werdet auf jeden Fall zu diesen Lichtpunkten hier auch noch ein Tutorial bekommen, wenn es nicht schon raus ist. Ja, soweit so gut. Hier habe ich schon mal das fertige Tutorial. Ihr werdet das gleich von Anfang bis Ende sehen, aber nur zur kurzen Orientierung. Ich werde euch erstmal zeigen, wie ich meine Skizze abgepauscht habe hier auf das Bild. Dann werdet ihr sehen, wie man hier diesen Verlauf malt, von den Farben her auch. Und nochmal, wie diese Überlappung hier gemacht wird. Das sind so die 3 Teile, aus denen dieses Tutorial besteht. Dann hoffe ich, es gefällt euch. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert diesen Channel. Ich freue mich auf jeden, der hier bei dem Channel mit dabei ist. Und nochmal als kurze Info, alle Materialien, alle Farben habe ich unten in der Infobox verlinkt, auch mit alternativen Farben von anderen Stiftemarken, soweit ich sie finden konnte. So, jetzt aber viel Spaß beim Tutorial. So, fangen wir an. Ich habe meinen Rand auf einer Kopie vorgemalt und habe auf die Rückseite mit einem Bleistift eine Schraffur angelegt, sodass ich eben meinen Rand auf mein eigentliches Bild übertragen kann. Diese Technik habe ich schon mal in einem Tutorial gezeigt, wie man eben Bilder abpauscht, ohne einen Kopierer zu benötigen. Und hier gehe ich nochmal auf Nummer sicher, dass wirklich die beiden Bilder perfekt übereinander sind. Also es muss nicht 100% perfekt sein, aber so ungefähr, sodass eben mein Rand um das Originalbild herum liegen. Und die Kreuzchen benutze ich eben, um zu schauen, ob sie auch an der gleichen Stelle auf der Rückseite auftauchen. Und weil das der Fall ist, habe ich es mit Washi Tape fixiert. So bleibt mein Vordruck fest an dem Original dran. Und jetzt male ich mit relativ starkem Druck meinen Rand nach, sodass durch das Graphit, das ich auf die Rückseite aufgetragen habe, eben ein Abdruck auf meinem Original entsteht. Das ist übrigens ein Ausdruck von dem kostenlosen Malbuch Flourish von Joanna Basford. Link werde ich unten in die Infobox stellen. Das Bild gibt es aber auch in ihrem neuesten Malbuch Worlds of Wonder. Jetzt wechseln wir zu meiner Testseite. Ich habe hier extra die Testseite aus dem Malbuch Worlds of Wonder gewählt, sodass ihr auch wirklich das Tutorial auf Malbuchpapier bekommt. Und ich benutze hier meine hellste Farbe. Das ist Lichter Ocker 183 und ich lege eine ganz leichte Schicht auf der ganzen Fläche vor. Wirklich nur ganz, ganz leicht, ganz sanft, sodass die ganze Fläche gleichmäßig bedeckt ist. Damit ich für das Tutorial schnell male, benutze ich hier nicht kleine kreisende Bewegungen, wie ich es immer empfehle,
sondern schraffiere hier mehr. Also ich benutze ja, gleichmäßige Handbewegungen in Längs- und Querrichtung, sodass ich wirklich ein gleichmäßiges Bild bekomme. Mit meiner zweiten Farbe, Ocker gebrannt 187, male ich dann die nächste Schicht vor. Und auch hier male ich ganz, ganz leicht und drücke überhaupt nicht. Ich setze immer am Rand an und lasse die Farbe hinauslaufen, je mehr ich eben zum Rand meines Bildes komme. Und das hat den Effekt, dass meine Farbe wirklich an diesem gerissenen Rand ein bisschen stärker ist und dann eben zum Rand meines Bildes hinausläuft, sodass ich wirklich einen sanften Verlauf habe, ohne harte Kanten. Und das mache ich mit allen anderen Farben in diesem Bild auch. Und ich versuche auch jetzt meine zweite Farbe ein bisschen mehr zum Rand hinzuziehen, sodass ich wirklich ja, einen sanften Verlauf habe, der aber nicht auf der Hälfte endet, sondern der wirklich mehr in das Bild reingeht. Jetzt nehme ich meine nächste Farbe, Bistre 179, und setze auch hier wieder am gerissenen Rand meines Bildes an, mit ganz, ganz bisschen mehr Druck, und lasse den Druck wirklich auslaufen, je mehr ich zum Rand des Bildes komme. Und das ist wirklich eine Geduldssache und eine schwere Kunst. Also ich musste mich wirklich konzentrieren dabei. Jetzt nehme ich meine nächste Farbe, Sienna gebrannt 283, und mache auch hier genau das Gleiche. Und das Bild ist noch sehr hell, sehr leicht, weil es die erste Farbschicht ist, quasi, wo ich jetzt alle Farben einmal drauf bringe, von hell nach dunkel, mich rantaste, wie weit die Farben zum Bildrand auslaufen und ein Gefühl dafür kriege, wie das ganze Bild sich entwickelt und wie es später aussieht. Und mit meiner dunkelsten Farbe Walnussbraun 177 definiere ich nochmal den Rand. Hier ist es wirklich wichtig, dass euer Stift ganz spitz angespitzt ist, sodass ihr wirklich diese ganzen kleinen Unebenheiten von den Rissen damit richtig scharf definieren könnt. Das macht so viel aus in dem Bild. Und jetzt ziehe ich auch hier die Farbe von dem Walnussbraun ein bisschen weiter runter, sodass es einen sanften Verlauf ergibt. Und jetzt, wo wir ein Gefühl dafür bekommen haben, wie unsere Farben so aussehen, wie der Verlauf ist, gehen wir alle Farben nochmal durch, von der zweithellsten Farbe Ocker gebrannt, über Bistre, über Sienna gebrannt zu Walnussbraun nochmal. Einfach um den Farbverlauf etwas kräftiger zu gestalten, um die Farben ein bisschen mehr zum Rand zu ziehen und um den ganzen, ja, mehr Wumms zu geben, mehr Farbe, mehr Definition. Und hier werde ich auch den Rest von dem Hintergrund zu Ende malen. Ich werde jetzt das, was jetzt schnell gezeigt wird, noch mal ein bisschen schneller zeigen, weil ihr das eben ja schon gesehen habt. Einfach nur, damit ihr noch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie es weitergeht, wollte ich das nicht komplett rausschneiden.
und jetzt kommt der letzte wichtige Schritt, und zwar mit dem Lichter-Ocker der 183 gehen wir über das ganze Bild nochmal drüber. Das verbindet die Farben wirklich schön, blendet alles nochmal zusammen und gibt ihm nochmal dieses Pergamentpapier aussehen. Und zwar male ich hier mit sehr, sehr dollem Druck an dem gerissenen Rand und lasse den Druck nach, wenn ich zum Rand des Bildes komme. Und das ergibt eben diesen Verlauf von hell nach dunkel. Und ganz zum Schluss werdet ihr auch gleich noch sehen, füge ich noch mal ein bisschen Weiß hinzu an dem Rand, einfach um noch mal den Rand etwas zu betonen und um ein bisschen mehr Farbe aufzutragen, weil ich dann gleich versuche, noch mal mit Farbverdünner übers Bild zu gehen, um zu sehen, ob es meine Buntstiftstriche ein bisschen glätten kann, ob es die Farben ein bisschen mehr zusammenmischen kann. Ich glaube zwar nicht, weil ich eigentlich sehr, sehr gleichmäßig gearbeitet habe, und ich finde, obwohl ich schnell gearbeitet habe, sieht man meine ganzen Schraffurlinien eigentlich nicht so doll. Hier nochmal das Weiß. Ich benutze super gern das Luminance Weiß, und ihr werdet mich auch immer sehen, wie ich vorher den weißen Stift mit einem Daumen abwische. Und das hat den Grund, dass ich oft noch Farbe von dem Hintergrund, den ich eben davor bearbeitet habe mit dem Weiß, an dem Stift habe und nicht mit in meinen neuen Hintergrund mischen möchte. Ist mir schon oft passiert, ärgert mich immer wieder. Jetzt zur Faltkante, und zwar habe ich hier einmal das dunkle Walnussbraun, gehe dann zu meinem Sienna gebrannt, und ich habe mit dem Walnussbraun angefangen und nicht mit dem Ockerlichter, weil das wirklich eine kleine Fläche ist und ich nicht so viel blenden muss wie eben auf der großen Fläche, wo es wirklich gleichmäßig aussehen muss. Deswegen gehe ich hier alle Farben einmal ab und benutze das Ockerlichter zum Schluss, um meine Farben wirklich zusammen zu blenden. Ganz wichtig ist hier, dass man den Rand von diesem umgeknickten wirklich hell lässt. Ich habe nur einen ganz, ganz kleinen Hauch von dem Ocker reingeblendet, aber ich lasse ihn eigentlich weiß zum Kontrast, den ich eben bei dieser umgefalteten Kante habe. Das blende ich nochmal mit meinem Weiß aus, und dann setze ich nochmal explizit einen etwas dunkleren Schatten unter dieser Faltkante. Ich habe es wirklich extra bis zum Schluss gelassen, einfach weil es mir hilft, dann zu sehen, ob ich wirklich noch mehr Farbe auftragen muss, um diese dunkle Kante zu definieren. Hier schaue ich nochmal, ob ich mit dem Farbverdünner ein bisschen was rausholen kann. Allerdings habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht wirklich viel gebracht hat. Es hat die Farben ein bisschen sanfter gemacht und die weißen Pünktchen, die man eben von der Papierstruktur noch durchgesehen hat, ein bisschen mehr gefüllt. Aber ich hätte es eigentlich nicht wirklich benutzen müssen, weil ich schon sehr gut geschichtet habe. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues zeigen. Ich freue mich, eure Bilder zu sehen, wenn ihr dieses Tutorial ausprobiert. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Woche mit einem neuen Video von mir. Ein wunderschönes Wochenende euch und bis dann!